Ich bin wieder in Kangerlussuaq angekommen. Mein Gepäck ist das einzige aus dem Flugzeug, das hier ausgeladen wurde. Der Rest der Passagiere fliegt weiter nach Nuuk. Ich schaue jetzt, dass ich einen Teil meiner Sachen hier lassen kann, also in so einer Unterkunft hier. Und dann zur Inlandsschelfeis fahre, wo ich dann mehrere Tage zurücklaufe. Ja, ich stehe jetzt vor dem Kangerlussuaq Wandererheim, dem Hostel quasi im Ort, einem von zwei. Habe hier einen Teil meines Gepäcks deponiert, habe die Tour gebucht zum Schelfeis. Die startet um 13 Uhr. Vom Flughafen aus, da laufe ich jetzt hin zurück, das sind ungefähr 2 Kilometer. Und von da aus werde ich in den nächsten 2 Tagen hierher zurücklaufen. Das Wetter ist kalt, so um die 0 Grad, leichter Schneefall. Aber wenigstens ein bisschen Sonne. Aber es sieht ziemlich trüb aus. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen aufklart. Ja, ich habe, um zum Inlandsschelfeis zu kommen, wo ich meinen Trek beginnen möchte, eine Tour gebucht. In dem Bus hinter mir mit, keine Ahnung, 50 Touristen. Wir halten andauernd an, deswegen braucht man für diese, ich glaube es sind 20 Kilometer, auch 2 Stunden. Heute ist ein besonderer Tag, weil es geschneit hat. Hier fällt ziemlich wenig Niederschlag. Übers Jahr gerechnet irgendwie 70 bis 100 Millimeter, sodass es hier auch im Winter selten Schnee gibt. Hinter mir liegt der grönländische Eisschild, 3000 mal ungefähr 2500 Kilometer groß und bis zu 3 Kilometer dick. Das ist schon beeindruckend, das zu sehen. Vor allem ist es halt noch August und hier ist alles vergletschert. Das ist eine unvorstellbare Eismasse. So, ich habe den Bus mit den anderen Ausflüglern hinter mir gelassen und habe mich ungefähr 35 Kilometer vor Kangerlussuaq absetzen lassen. Vor mir liegen zahlreiche Gletscher, an denen ich noch entlang wandern möchte.
Und mein Ziel ist es heute, bis zum Russell-Gletscher zu laufen, vielleicht noch ein Stückchen weiter und da einen schönen Platz zu finden zum Übernachten. Es fängt gerade wieder an zu schneien, die Sonne ist leider wieder weg und es wird kalt und es ist auch schon nach 17 Uhr, aber ich habe noch so 2-3 Stunden Licht, hoffe ich. Ja, anders als in Ostgrönland gibt es hier Rentiere und der Gletscher vor mir heißt Rentiergletscher und hier ist auch ein riesiger, breiter Rentierwechsel. Man findet immer wieder Losungen. Also wir haben schon auf dem Weg hierher ein paar gesehen. Das ist natürlich etwas einfacher, diesen Wegen zu folgen. Und da hinten stehen auch schon 2. Ich gehe mal ein bisschen näher. Die Sonne lässt sich noch mal blicken. Man sieht endlich wieder was. Es ist ein bisschen wärmer und sehr viel angenehmer zu laufen, als wenn einem der Schnee so ins Gesicht peitscht. Ja, ist schön. Es ist jetzt, glaube ich, 19 Uhr ungefähr. Ich nähere mich dem Russell Glacier. Ich werde da wahrscheinlich nur ein Stückchen weiter gehen. Mal schauen. Das sind Rentierfährten, die sind relativ frisch. Aber ich habe schon einige gesehen und die bewegen sich hier überall. Und hier ist auch eine Jagdverbotszone, sodass die vielleicht etwas zutraulicher sind als normal. Ja, super, ich konnte gerade eine kleine Herde von Moschusochsen beobachten und filmen, die hier am Hang geäst haben. Aus ca. 150 Metern. Schon tolle Tiere. Jetzt habe ich so viel Zeit mit Querfeldeinlaufen, Fotografieren, Filmen und mir die Landschaft angucken verbracht, dass es jetzt schon kurz nach 8 ist und ich noch ein Stückchen laufen muss, bis ich einen passablen Lagerplatz finde. Die Sonne geht schon langsam unter und es wird
Echt kalt gerade. Ich sollte mich ein bisschen beeilen. Ja, es ist jetzt mittlerweile 8:30 und ich habe einen wirklich wunderschönen Lagerplatz hier gefunden, gegenüber dem Russell-Gletscher. Es war eine sehr kurze Nacht. Ich habe kaum geschlafen, weil ich natürlich in Sorge war, ob mein Flug überhaupt gehen würde. Bin dann schon um 4 Uhr wieder aufgestanden, bin dann zum Flughafen gefahren, bin geflogen, bin in die Stadt gelaufen, mein Gepäck abgeben, wieder zurück zum Flughafen, hier den Ausflug gemacht. Ich habe heute Mittag außer 2 Müsli-Riegeln nichts gegessen und ja, ich bin ganz schön durch. Ich brauche jetzt mal eine Pause, muss mal in Ruhe was essen und mal 8 Stunden erholsam schlafen oder so wären auch nicht schlecht. So, heute Nacht waren es gefühlt minus 10 Grad. Meine nassen Stiefel von gestern sind gefroren. Alles eingefroren. Es schneit noch leicht. Ich esse jetzt was, pack zusammen und mache mich auf den Weg. Es schneit weiter. Meine gefrorenen Stiefel sind mittlerweile aufgetaut. Leider nass innen, genau wie meine Socken. Man sieht nicht besonders weit. Und ich laufe mich jetzt so ein bisschen warm. Frühstück zwischenzeitlich mal was. Ja, auch hier ist der Polarfuchs unterwegs gewesen. Deswegen lagere ich meine Lebensmittel immer verpackt draußen unter Steinen. Da hinten grast eine Herde Moschusochsen. Da auf dem Hügel. Da haben sie mich bemerkt und verziehen sich langsam. Das sind ganz frische Moschusochsenspuren. Die sind vielleicht vor einer halben Stunde hier gewesen. Ja, hier waren die Moschusochsen zum Trinken. Die sind hier alle an diesen kleinen Bach gekommen und dann wieder hoch in die Berge gezogen. Ja, hinter mir sind die Wrackteile einer 1968 abgestürzten Lockheed D-33 der US Air Force. Der Pilot konnte sich retten und ist, ich glaube, 30 oder 40 Jahre später wiedergekommen und hat noch seine persönlichen Sachen aus dem Cockpit geholt. Ja, ich bin jetzt seit circa 2 Stunden unterwegs mit wenigen kurzen Pausen. Und ich komme wirklich sehr gut voran, viel schneller als ich erwartet hatte. Aber ich war noch so aus Ostgrönland dieses Tempo gewöhnt, dass man bestenfalls 1,5, 2 Kilometer pro Stunde schafft. Jetzt schaffe ich momentan mindestens 5. Zu gucken, dass ich nicht zu weit laufe heute. Mir ein paar Stunden einen schönen Platz suchen. 1,5 Stunden vor Kangerlussuaq.
Ja, ist mittlerweile ein bisschen wärmer geworden. Ich schätze mal so 2-3 Grad. Leider nach wie vor keine Sonne, aber trotzdem atemberaubend schöne Landschaft mit den Schneeresten auf den Weiden und den Bergen um mich rum. Ist einfach eine sehr, sehr schöne Gegend. Ja, ich bin jetzt seit knapp 3 Stunden unterwegs und links neben mir ist der Sugarloaf Mountain, der seinen Namen wegen seiner außergewöhnlichen Form hat. Und dafür, dass das Ganze hier ein extrem niederschlagsarmer Ort sein soll, mit 70 mm im Jahr, hatte ich in den letzten 24 Stunden ganz schön viel Niederschlag und es schneit schon wieder. Ja, das hier ist ein gesperrtes Gebiet, das darf man zwar durchqueren, aber den Weg nicht verlassen, weil hier nicht explodierte Munition der US-Armee im Gelände verteilt liegt und möglicherweise detonieren könnte, wenn man drauf tritt. Ja, was ich auf diesem Trek noch nicht gehabt habe bis jetzt, ist Eisregen. Dafür habe ich es jetzt. So, es hat ziemlich plötzlich angefangen, sehr, sehr kalt zu werden, also gefühlt deutlich unter 0 Grad, vor allem mit dem Wind, der aus Richtung Kangerlussuaq kommt. Also habe ich mich entschlossen, mein Zelt aufzustellen. Auch weil es gerade im Moment wieder anfängt zu schneien. Das Zelt ist leider noch nass und bis jetzt war noch keine Sonne da. Ich hoffe, dass es trotzdem noch ein bisschen trocknet. Ja, draußen hagelt's, wie man ganz gut hören kann. Und ich habe mich in mein Zelt zurückgezogen, um hier ein bisschen zu lesen und zu warten, bis das Wetter besser wird, dass ich mal ein bisschen was draußen sehen kann. Aber momentan sieht es nicht danach aus. Seit ich das Zelt hier aufgebaut habe, ist es die ganze Zeit entweder am Regnen, am Schneien oder jetzt am Hageln. Ja, sieht so aus, als wäre hier eine ganze Herde an Moschusochsen gewesen. Darunter auch mindestens ein Jungtier. Ich habe gestern Abend so gegen 8 eine kleine Herde gesehen mit 2 Jungtieren. Heute Morgen um kurz nach 9 nochmal ganz kurz. Aber insgesamt sind die hier sehr vorsichtig, obwohl hier keine Jagd erlaubt ist. Aber die Jagdsaison generell für die Moschusochsen beginnt quasi jetzt. Und in dem ganzen Gebiet nördlich von Kangerlussuaq werden dann irgendwie 3000 Moschusochsen pro Jahr erlegt. Bei einem Gesamtbestand von über 30.000. Ja, es ist jetzt knapp 6:30. Ich ziehe mich jetzt gleich in mein Zelt zurück und werde noch ein bisschen abwarten. Heute Abend noch mal nachsehen, ob sich hier irgendwas am Fluss tut. Die Moschusochsen zur Tränke kommen. Ansonsten ist das Wetter heute einfach unangenehm. Jetzt aktuell wird es wieder richtig kalt. Also es fühlt sich an, als wäre es deutlich unter 0. Aber das ist hauptsächlich der Wind und erwartbar ist, dass es noch schneien wird, so wie die Wolken aussehen, die Temperatur fällt. Und heute gab es wirklich nur für 5 Minuten oder so hat man einmal die Sonne gesehen. Ganz am Anfang meines Treks. Morgen laufe ich noch die 5 Kilometer bis Kangerlussuaq zurück.
frozen. Das Zelt ist gefroren. Aber kein Schnee. Ja, guten Morgen. Es ist jetzt knapp 7 Uhr. Ich habe ziemlich durchwachsen geschlafen und als ich gerade aufgestanden bin, habe ich gemerkt, dass die Reißverschlüsse von meinem Zelt eingefroren waren. Also das Zelt ist komplett gefroren. Allerdings sind wenig Wolken am Himmel. Und das ist ganz gut. Ich werde kurz meine Sachen mal rauslegen, dass sie ein bisschen trocknen können, während ich frühstücke und abbaue. Und dann mache ich mich auf den Weg in die Stadt. Und zumindest momentan ist der Himmel in dieser Richtung fast wolkenfrei. Das wäre natürlich super, wenn es so bleibt. So, ich mache mich jetzt auf den Weg, meine Füße ein bisschen warm laufen. Bin heute Morgen aufgestanden, habe dann meine nassen Socken angezogen, meine gefrorenen Stiefel, habe das gefrorene Zelt mit kalten Fingern abgebaut und laufe jetzt noch circa 8 Kilometer bis Kangerlussuaq. Das Tolle heute allerdings ist, dass der Himmel zumindest teilweise unbewölkt ist und ich die Sonne sehen kann. Und das ändert doch vieles. So, das hier hinter mir ist kein typisch grönländischer Wald, sondern das ist ein Exotenwald, der mit verschiedenen Sorten rund um die Welt ausgesucht, anhand des passenden Klimas hier angepflanzt worden ist. Und ein Teil der Bäume hat tatsächlich überlebt und wächst. Vielleicht in ein paar hundert Jahren steht hier ein richtiger Tannenwald. Ja, das Wetter ist echt super gerade. Es ist zwar kalt, aber sonnig und trocken. Also trockne ich ein bisschen meine Ausrüstung, bevor es weitergeht.